Heute ist mal Klanglabor angesagt. Und zwar beschäftigen wir uns mit der Frage, kann man den Sound des E-Pianos verbessern, wenn man externe Lautsprecher anschließt? Die Frage taucht in den Kommentaren hier im YouTube-Channel immer wieder auf. Es scheint also viele zu interessieren. Und als bewährter Testhase ist diesmal wieder Yassin Korchi dabei von der Online-Musikschule Music to Me. Hallo Jörg. Welche Boxen benutzt du in deinem Piano? Hat das interne Lautsprecher? Oder? Das hat interne Lautsprecher, mein CA99 Kawai, aber ich habe auch noch... Das ist natürlich die Edelvariante, Ja. sogar mit Transducer-Resonanzboden. Hallo? Genau, ich habe aber tatsächlich auch Neumann Nahfeld-Monitore, die Wird ja nochmal... immer besser. Es wird immer besser und dann habe ich tatsächlich noch Adam P11 noch auf meinem Schreibtisch so für die Nahfeldabhöre. Also Der Mann ist absolut chefig unterwegs, würde ich mal sagen. ja, also Ja. Aber es ist ja so, wir haben das in unseren Tests immer wieder festgestellt, von diesen kleinen Digitalpianos im Portable Piano Design wissen wir, man muss jetzt nicht die Klangwunder erwarten, wenn es um die internen Lautsprecher geht. ja. Und da ist die Frage total nachvollziehbar, finde ich. Wenn wir die hier im Test anspielen, man hört den Line-Sound, dann klingen die natürlich super. Ja. Macht man es zu Hause mal selber an, das Piano, das erste Mal und spielt dann über die Lautsprecher, ist man enttäuscht. Ja. So, ja klar. Ist so. Wir haben ja ein extra Video darüber gedreht, warum das so ist. Und das haben wir auch mit unserem Mikrofon, mit unserem Stereomikrofon alles gemessen. Könnt ihr alles nochmal nachgucken. Die Links findet ihr in der Beschreibung zu diesem Video. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne auch ein Like da oder abonniert den Kanal. Und wir beschäftigen uns jetzt hier mit einem kleinen Aufbau, wo wir mal externe Monitore genommen haben. Also man könnte eine Stereoanlage nehmen. Könnte man machen, ja. So. Ist meistens nicht so von Erfolg gekrönt. Man braucht viele Adapterkabel von Cinch auf Klinke oder Mini-Klinke, irgendwas. Und Stereoanlagen sind meistens für den Klang von MP3s irgendwie ausgelegt. Ja. So, trotzdem hören wir uns das aber mal an. Und zwar habe ich hier die erste kleine Kiste. Das ist so ein Bluetooth-Speaker, der, ganz wichtig für Musiker, einen Line-Input hat. Cool. Und da schließen wir jetzt mal den Kopfhörerausgang an. Ich sage vielleicht noch was zu unserem Kunstkopfmikrofon. Wir nehmen alles über dieses Kunstkopfmikrofon auf, dass ihr so ungefähr zumindest nachvollziehen könnt, wie klingt das alles eigentlich hier so im Raum und ist das brauchbar? So. Und ich halte dir das einfach mal so vor die Nase und du spielst einfach mal. Oh, ist an, okay. Das klingt sogar richtig sauber aus. Das klingt eigentlich ganz ordentlich, muss Alles man klar. sagen. Wir bauen den ganzen anderen Quatsch wieder ab. Ja, genau. Gut, aber das ist natürlich eine andere Lösung. Das ist wirklich für eine kleine Probe oder für unterwegs besser als nichts. Ne? Ja, oder wenn man mal mit einem Sänger, mit einer Sängerin probt oder so Genau. und hat vielleicht dann Denk auch ich auch. wirklich keine integrierten Lautsprecher oder sowas oder wirklich zu kleine, dann ist es schon was, wo jetzt, also es war jetzt okay. Also kann man Okay. machen. Ich meine, es geht ja in der Situation darum, dass das vor allem einfach zu transportieren Genau. ist. Stabil, das Ding ist rock solid irgendwie. Ja. Und es ist schnell angeschlossen, einfach hier mit so einem Kabel und fertig. So. Cool. Mehr braucht man da nicht wissen und man kann irgendwie spielen. Auch als kleiner Monitor irgendwie super Sache. So, das schließen wir jetzt wieder hier an unser Test-Setup ab. Und zwar kommt es da rein. Ja, ich sag vielleicht noch mal was hier zu unserem Test-Setup. Also als Lautsprecher haben wir hier einmal die iLoud Mikromonitor-Boxen. Die gibt es im Paar. Und dann sind das hier Swissonic Monitor-Boxen. T204 heißen die. Und die fand ich besonders, weil die durch diese passive Basskalotte hier eine besondere Basswiedergabe. Das habe ich noch gar nicht gesehen, ey. Ja, ist krass, ne? Das ist krass. Ja, die sind auf beiden Seiten Okay, und die schwingen halt einfach nur im Bassbereich mit. okay. Und also wir haben dann hier so einen kleinen Monitor-Controller
Und da können wir die Boxen umschalten. Und vielleicht fangen wir mit den kleinen Boxen an. Ganz wichtig bei dem Controller ist ein passiver Controller, also es gibt quasi keine zusätzliche Verstärkung. Also wir hören wirklich jetzt die Boxen so, wie sie sind. Ja, Ja, genau, ganz genau. Das sind ja aktive Boxen. genau. Die haben eine eingebaute Endstufe und da ist also alles schon perfekt vorgesehen in den Boxen und man muss sich da keine Gedanken machen, haue ich da jetzt zu viel Bass oder zu viel Treble rein. ja. Kann man alles einstellen, da gehen wir gleich noch drauf ein. Vielleicht hören wir einfach mal so diese iLoud Micro-Monitore. Was meinst du? Das ist schon, also für die Größe ist es schon mehr als amtlich, muss ich sagen. Das ist eine also, Überraschung, ne? Das ist absolut eine Überraschung. Ja. Ja. Also, Wir können ja einfach mal zum Vergleich das Piano selber hören. das Ich ist schalte nicht schlecht. die doch Ja. mal aus, die Boxen, und ziehe das hier raus und dann hören wir das Piano. Gleiche Lautstärke. Es ist ein kleiner Unterschied. Hast du den auch wahrgenommen? Es ist jetzt schon erstaunlich, ja. Also das ist echt krass. Also von denen auf die integrierten Lautsprecher, das war jetzt ein Schock. Also, womit eigentlich die eingangs gestellte Frage schon mal beantwortet wäre. Ja. Ja, das bringt es total, externe Lautsprecher anzuschließen. Ja. Es kommt darauf an, welche. Man möchte ja da jetzt auch nicht zu viel Geld ausgeben. Aber ich würde da immer sagen, wenn man zu wenig ausgibt, also zu kleine Boxen oder nicht so gute holt, dann tut man sich damit auch keinen Gefallen. Also der Effekt stellt sich dann halt nicht ein. Ja. Also ist nicht eine wirklich spürbare Verbesserung. Ja. So. Und ich würde immer empfehlen, auch dann doch eine Spur besser die Monitore zu haben. Es ist ja so ein Einsteigerpiano, das wird mal ausgetauscht gegen ein besseres. Solche Monitore bleiben. Ja, definitiv, ja. Ne? Und vielleicht geht man auch mal in die Richtung Recording. Man möchte dann noch ein Audio-Interface anschließen, um dann mit dem Rechner oder mit dem Mobilgerät Musik zu machen. Dann hat man echt schon mal gut investiert in gute Boxen. Ja, ja. Also absolut der Unterschied. Unfassbar eigentlich. Also vorher mit den kleinen, richtig, richtig geiler Sound. Auch alles da, was man braucht, also alle Frequenzen. Und auch der Spaß war dann natürlich ganz klar da. Und dann hier über die integrierten, da habe ich dann schon gemerkt, so, boah, da Irgendwas fehlt. Irgendwas fehlt, ja, auf jeden Fall, ja. Wir können die ja noch mal anschließen. Vielleicht kannst du noch mal kurz anspielen und dann schalten wir auf die größeren um. Ja, das ist also jetzt noch mal auch im Vergleich zu dem Piano, das ist wirklich eine komplett andere Abbildung vom Sound. Ja, ja. Das ist wirklich, wirklich total anders. Ja. So, jetzt schalten wir um auf die größeren Swissonic-Boxen. Da ist noch mehr Low-End. Ja, Da ist noch mehr. da kommt ein bisschen mehr unten rum. Ja. Ist ein bisschen ja, einfach ein bisschen differenzierter, würde ich jetzt sagen. Ist ein bisschen, die sind schon ganz schön so in the face so und jetzt ist so einfach, ja, einfach ein bisschen mehr da halt, ne? So. Es hat mehr Raum. Es hat Genau, also genau. einfach mehr Tiefe bilden die Ja, ab. ja. Und hättest du jetzt in dem Vergleich das Gefühl, dass sich die Kleinen anbrüllen irgendwie, dass die zu direkt sind? Sie sind sehr direkt, aber sie brüllen mich nicht an. Okay. Sie sind schon sehr direkt. Klar, man hat jetzt auch einen kleinen Abstandsunterschied, aber der fällt meiner Meinung nach jetzt nicht groß ins Gewicht. Es kann natürlich auch sein, dass über die größere Bauart einfach ich einen anderen Zugang zum Ohr habe. Kann ne? durchaus sein. Dass die jetzt mir hier so aus einer Richtung kommen und so, bah, ne? Und hier ist einfach so
einfach breiter und aber auch sehr angenehm. Also auch wirklich. Also auch diese ne, also die Melodie, Ja. also ich kriege hier auch die Information, die ich reingebe, Ja, ist ja wirklich verstehe. auch eigentlich kein schlechtes Instrument, also wirklich macht echt Spaß auf dem Kawaii zu spielen und also ich bin von beiden beeindruckt, ehrlich gesagt, also das hätte ich jetzt so nicht erwartet, ja. Ja, also es geht mir genauso. Ich finde, das sind beide eine Überraschung und vielleicht ja, kann man da eine Entscheidung treffen. Die kleinere Box ist jetzt für mich vielleicht praktikabler, weil die aufs Digitalpiano passt. Ja. So, die kann man ja überall draufstellen. Die ist wirklich winzig. Und hierfür muss man schon sich was einfallen lassen. Ja. Also hier haben wir die ja so auf ganz klassische Boxenstative Ja. gestellt. Also ich meine, das ist natürlich dann auch so noch der Weg, den man gehen muss. Also wenn man die jetzt auf ein kleines Digitalpiano stellt, also hier ist das undenkbar. Das ist undenkbar, ja. Das geht gar nicht. Und hier haben wir jetzt an dem Stativ, das ist dieses Omega von K&M, da haben wir jetzt diese Außenarme mit den Boxenabstellflächen mal installiert. Das ist ja natürlich eine praktische Lösung, weil das kann man als Stativ auch mal irgendwo anders hinstellen. Ja. Ne, das ist dann praktischer, Ja. wenn man es zu Hause hat auch. Ja, das sind jetzt hier so richtige Boxenstative, Ja, ja. die müssen halt ihren Platz haben. Ja. Also ich finde beide Konzepte super. Das ist halt ein bisschen kompakter hier, die kleinen. Die großen sind dann ein bisschen bauartbedingt größer, haben aber natürlich auch dann auch die Vorteile mit den Basskalotten nochmal. Ja. Aber ich finde es jetzt auch immer noch überschaubar und auch vom Gewicht sind sie auch immer noch okay. Also vielleicht lässt man da ja auch noch was anderes drüber laufen, irgendwie Musik oder sonst Genau irgendwas. das wollte ich Ne? gerade sagen, wo ich gerade die Investition in solche Boxen angesprochen habe. Das ist auch ganz toll, einfach nur zur Musik hören. Ja, ja, Wenn man Stücke raushört oder so und dann hat man solche Monitore, kann man super gut hören. ja. Ja, vielleicht noch ganz kurz einen Satz zu unserem Aufnahmegerät. Also bitte mit Kopfhörern zu Hause hören. Ja, Das ist ganz unbedingt. wichtig, um dann den Effekt hier genauso zu haben, wie ich es gespielt habe. Ja. Ja, ja, also immerhin kriegt man einen plastischen Eindruck und das funktioniert nur mit Kopfhörern. Das sind binaurale Aufnahmen. Das geht halt nur mit Kopfhörern. Über die Laptop-Lautsprecher oder so oder übers Handy. Nein, das funktioniert nicht. Genau. Ja, dann würde ich sagen. Ich denke, das war aussagekräftig. Ich bin überrascht, wirklich. Und ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und es war aufschlussreich, vor allem mit den Aufnahmen da mit dem Kunstkopf. Und danke an dich, dass du immer so mutig das Stück wiederholt hast. Gerne.